Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir heraus. Wir, wie ich immer wieder sage, erfahren die Welt um uns herum, jede einzelne Situation entsprechend unseres eigenen Bewusstseins. Unser Bewusstsein ist quasi der Filter, unser Bewusstsein in uns sind die Energien, die von uns ausgehen und von der sogenannten Realität reflektiert werden. Im Leben reflektiert werden. Wir sind hier auf der Erde in einem fantastischen Spielfeld als vollkommenes Bewusstsein, wo sich unsere Gedanken und Gefühle und all das, was in unserem Verstand sich abspielt, also kurz unser Verstandeskörperkomplex, was der empfindet, das erscheint uns als Realität. Das heißt, die Angst vor Krieg ist in deinem Verstand und sonst nirgends. Und wenn du sie kräftig in dir hast, siehst du sie überall. Du kannst auch sagen, dadurch, dass du glaubst, dass Krieg kommt und viele um dich herum davon reden, wird es in dir manifestiert. Es findet aber in deinem Verstand statt, in deinem Körper-Verstand-Komplex. Stell dir vor, du könntest deinen Körper-Verstand-Komplex jetzt verlassen. Und du würdest in diesem Moment, anstatt in deiner Persönlichkeit, die mit deinem Körper zu tun hat und mit deinem Verstand und deinem Begriff von Ich bin, hier auf der Erde, das alles loslassen und anstatt dessen in deine wahre Energie, in dein göttliches Bewusstsein hineintreten. In dem Moment verlässt du alles das, was, lassen wir mal diesen Verstandeskörperkomplex noch mehr zur Maschinerie werden. Dann kannst du sagen, es ist ein Filmprojektor. Genauso wenig wie der Film auf der Leinwand echt ist, genauso wenig ist die sogenannte 3D-Dimension echt. Ja. Sie erscheint uns nur echt durch diesen Verstandeskörperkomplex. Natürlich ruft ein Film, wenn er entsprechend ist, vielerlei Emotionen in dir hoch. Im Fall des Lebens bist du selber der Projektor. Dein Bewusstsein aus dem Verstand-Körperkomplex projiziert. In dem Moment, wo du shiftest raus aus dieser Komplexität, aus diesem Gerät, siehst du, dass dein wahres Sein jetzt und immer schon alles ist, mit allem verbunden ist, ungetrennt ist und pure Freiheit, pure Freude, pure Leichtigkeit, pures Gottes-Schöpfer-Bewusstsein ist. Der Prozess von Aufwachen bedeutet, zu shiften in dir selber aus der Anhaftung und der Identifikation deines Ichs mit deinem kleinen Ich, deiner Rolle, deiner Person, die du hier spielst, deiner dualen
Identität. Alles in uns hat zwei Seiten im Körperkomplex. Sage ich mal, nicht ganz alles, aber sehr viel ist deine Augen, mit denen du wahrnimmst, deine Nase, ja, deine Ohren, Hände, Beine, zwei Gehirnhälften. Das gehört alles zu dem Verstand des Körperkomplex. Deine 5 Sinne, all das ist ein Gerät, könntest du sagen, mit dem du diese Dimension erlebst, nämlich dass du deine Gefühle und dein Bewusstsein, was du jetzt hier in diesem Körper hast, reflektierst und damit um dich herum erschaffst. Aber alles ist fake. Alles ist fake. Die Realität ist, dass du alles bist. Einer ist inkarniert und mehr nicht. Jeder andere ist auf der eigentlichen Ebene du. Alles ist Einheit und erscheint als separierte Form, als separierte Individuen hier in dieser 3. Dimension. Alle spielen in deinem Spiel, leben mit die Rolle, die du ihnen gibst. Nicht bewusst, aber unterbewusst. Du kannst damit alles ändern. Du bist frei, alles zu verändern. Und das Entscheidende ist, genau da, mitten in der Angst, in den Schwierigkeiten, wenn es noch mehr zuzieht, zu erkennen, dass der Anteil, der immer anwesend in dir ist, der das Vollkommene in dir ist, dich führen will, dein Bewusstsein zu erweitern, und zwar raus aus der Angst, der Spiegel zu sein, der um dich herum durch deine 5 Sinne wahrnehmbar ist. Ja, du bist in der Lage, selbstverständlich jeglichen Krieg auf der Erde an den Nagel zu hängen. Wir leben nicht in einer und derselben Dimension. Wir leben auf verschiedensten Ebenen. Jeder Mensch lebt auf seiner Ebene und wechselt die am Tag 100.000 Mal. Jedes Mal ist deine Frequenz für das verantwortlich. Das ist eine andere Form von Bewusstsein. Ausdruck für Bewusstsein, deine Frequenz dafür verantwortlich, was du erfährst. Am Montag, den 15. startet meine neueste Reise. Lebe deine höchste Frequenz. Alles dazu ist hier unten drunter. Der freie Wille auf der Erde steht an oberster Stelle. Und Bewusstsein ist dasjenige, was dir dein Leben erleichtert. Je mehr wir verstanden haben, wer wir eigentlich sind und worum es geht im Leben und was Leben eigentlich ist und wer wir wirklich sind, umso mehr können wir dieses Spiel so spielen, dass anstatt Angst, Schwierigkeiten, Drama, Mühsal uns führen, Freude, Begeisterung, Leichtigkeit und unser wahres Sein anfängt hier auf der Erde sichtbar zu werden. Du bist so unfassbar wertvoll. Das Wertvollste, was es gibt. Du stehst im Zentrum deines Universums. Deine Identifikation hier in deinem Körper, ob du Mangel, nicht können, Traumata in dir hast oder Freude, Dankbarkeit, Fülle, Leichtigkeit, erschafft dir
zwei vollständige, verschiedene Zukunften, Realitäten, in denen du lebst. Du stehst im Kern deiner Erfahrungen. Du bist die Sonne in deinem Universum. Wenn du dich von deinem eigenen Mind-Body-Komplex runterziehen lässt, ins Drama lebst du Drama. Ich habe jetzt gerade ja vor kurzem durch eine schwere Krankheit hindurchgearbeitet, Dengue-Fieber in einer schweren Form. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen auch noch mich ganz schlimm vergiftet, aus Versehen. Und in diesem Prozess habe ich so unfassbar wieder weitergesehen. Ich habe mich ja auch durch schweres Rheuma hindurchgearbeitet und von innen geheilt und gesehen, dass das alles meine eigenen, das waren Gedanken meines eigenen Verstandes, die mich so schwer krank gemacht haben. Und auch jetzt habe ich mich sehr schwer vergiftet. Und wieder sehe ich, dass mir niemand und nichts etwas anhaben kann in dem Moment, wo ich in mein vollkommenes Wesen eintauche. Ich kann mit meiner Identifikation im Körper sein, mit meinem Verstand und der Angst meines Verstandes im Körper folgen. Und dann geht's mir wirklich furchtbar schlecht. Oder aber ich lasse das Ganze los und weiß, ich habe einen Körper, ich habe den Verstand da drinnen, mache damit mit diesem Gerät, wie mit meinem Auto, mit dem ich durch die Welt fahre, sage ich mal, mache ich mit diesem Körper-Verstandeskomplex meine Erfahrung hier auf der Erde. Aber ich bin das nicht. Ich bin Vollkommenheit. Ich bin göttliches Bewusstsein. Und in dem Moment, wo ich in meine Vollkommenheit, in mein göttliches Bewusstsein gehe, kommt vollkommene und göttliche Energie in mich hinein und niemand kann mir mehr etwas anhaben. Egal, wie krank das für den Verstand ausschaut. Weil da, wo ich meine Identifikation hinsetze, ist das meine Realität. So wie wo ich meinen Fokus hinsetze, erschafft das meine Realität. Wenn ich so sehr ins Außen gefallen bin, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hingehöre und wer ich eigentlich bin, praktiziere Dankbarkeit. Fange an, dir zu überlegen, wofür du wirklich dankbar bist und erlebe in dem Moment, wie das alles hochgeht in dir, die Schwingung. Unsere Frequenz, unsere Schwingung, unser Bewusstsein ist essentiell. Wenn wir darauf achten und alles für positiv nehmen, ist alles positiv. Du bist komplett frei. Es gibt nicht eine Realität. Es gibt genauso viele Realitäten wie Seelen hier auf der Erde leben. Wir machen Erfahrungen hier auf der Erde als Mensch, aber wir machen nicht nur hier auf der Erde als Mensch Erfahrungen, wir machen auf sämtlichen Planeten Erfahrungen. Wir sind frei, wir können überall inkarnieren, wo unsere Seele gerade als nächstes inkarnieren will und in welcher Form und auch mit welche Erfahrungen was wir entwickeln wollen aufgrund von einem anderen Bewusstsein, weil Schöpfung erfährt sich hier zum Beispiel in der Limitierung von diesem Bewusstsein durch den Körper, Mind, also Verstandeskomplex. Wenn wir da hindurchgehen und uns wieder zurückerinnern an, wer wir wirklich sind, erfährt dieses göttliche Bewusstsein sich in einer ganz anderen Form, als würde es immer in seiner Vollkommenheit bleiben. Das ist ein Riesenspaß für unsere Seele, egal wo du gerade stehst. Jedes Mal in dem Moment, wo ich die Intention setze, mich dafür zu öffnen, meine wahre Natur, meine göttliche Energie, mein Wissen, meine Selbstverständlichkeit der Verbundenheit mit allem, was ist,
zuzulassen und leben zu wollen, kann dies sofort und ad hoc in dir sich ausrichten und sich wieder rückverbinden. Du kannst dir vorstellen, du bist ständig in deinem Leben auf Autopilot. Alles in dir ist wie wenn du mit einem Navigationssystem fährst. Und du kennst es mit dem Auto oder sonst wie mit dem Motorrad. Wir fahren viel Motorrad. Wenn du irgendwo hinfährst, du hast es da angeschlossen und du fährst irgendwo hin in den Müll, in eine Sackgasse oder sonst wie. Ja, du brauchst nur hinzuschauen. Egal welcher Situation findest du immer wieder den Weg an dein Ziel. Und dein Ziel ist, dich zu erkennen, wer du wirklich bist. Alles in deinem Leben wird dich in jedem Moment und jeder Sekunde immer wieder durch die Situation erinnert es sich. Du willst dir helfen, dich zu erinnern an wer du wirklich bist und dass deine Wahl entscheidend ist und dass dein Fokus entscheidend ist und das, was du wirklich willst, dein Entschluss ist entscheidend für dein Leben und das Leben deines vollen Potenzials. Mein Herz grüßt dein unendlich wertvolles, unendlich besonderes Wesen von ganzem Herzen. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Bis nächste Mal. Bis dann.